Du bist ein toller Mann, Tristan. Deine Vergangenheit ist mir sowas von egal. Gib mir einfach ein bisschen Zeit, okay? Ich möchte, dass du die Leitung von Lahnstein Enterprises übernimmst. Sebastian hat sich aus der Firma zurückgezogen. Wenn du nicht willst, dass Nico deinetwegen noch mehr Ärger bekommt, dann stellst du dich, bevor es zu spät ist. Es ist bereits zu spät. Die Polizei weiß Bescheid. Sie suchen mich bereits. Manchmal ist der Platz in der zweiten Reihe gemütlich. Aber es gibt Momente, da ist er einfach nicht gut genug. Wir wollen mehr, wollen ganz nach oben. Und am schönsten ist es, wenn wir nicht alleine durch die Zielgerade schießen. Das ist ein neuer Rekord. Wir müssen das Training anziehen. Dionysos sollte regelmäßig gegen andere Pferde laufen, damit er sich daran gewöhnt. Und ab jetzt bin ich immer dabei, wenn du ihn trainierst. Jeden Tag. Ich nehme persönlich die Stoppzeiten ab. Du hattest von Anfang an recht, Dana. Dionysos läuft noch allen davon. Wir ziehen das zusammen durch. Du und ich, okay? Ich fürchte, Frau Wolf wird Dionysos alleine trainieren müssen. Sebastian wird heute offiziell die Geschäfte der Lahnstein Enterprises übergeben. Und was bedeutet das für mich? Dass ich dich in der Chefetage brauche. Sofort. Einige Siege müssen wir wohl alleine feiern. Die Frage ist nur, was sie uns dann noch bedeuten. Wie stellt ihr euch das vor? Das ist kein Spiel. Die Polizei sucht euch überall, wird mit Sicherheit auch hier auftauchen. Wir verlassen Europa und bauen uns eine neue Existenz auf, wo uns niemand... Komm, Philipp, komm mir doch nicht mit Mexiko oder Argentinien. So weit kommt er doch gar nicht. Du giltst als verurteilter Mörder, Philipp. Wie wollt ihr überhaupt aus Deutschland rauskommen? Vielleicht in einem Container. Um darin zu verrecken, wie so viele vor euch? Außerdem werdet ihr auch im Ausland gesucht. Es gibt internationale Haftbefehle. Also, immer auf der Flucht? Die Angst im Nacken? Das soll euer Leben sein, ja? Manu, glaubst du wirklich, ich wäre glücklicher, wenn ich Philipp jeden Tag im Gefängnis besuchen müsste? Nico, ich kenne dich so gut. Willst du auf immer von deiner Familie getrennt sein, von deinen Freunden? Und du? Kannst du es verantworten, dass du Nikos Zukunft opferst? Bitte, jetzt komm mir nicht mit dieser Tour. Philipp fühlt sich schon schuldig genug. Nico, wenn du dich jetzt stellst, dann hast du vielleicht Glück. Kommst mit deinem blauen Auge davon. Was ist mit Philipp? Nein, Arno, tut mir leid. Ich habe mich entschieden. Also schön. Ich gebe euch eine Stunde. Wenn ihr euch bis dahin nicht gestellt habt, benachrichtige ich die Polizei. Das ist nicht dein Ernst. Ich liebe dich, Nico. Und ich lasse nicht zu, dass du dich unglücklich machst. Tut mir leid, aber heute ist einfach nicht mein Tag. Weißt du, als Marlenes Manager halte ich nicht nur den Schlüssel zur Macht in meinen Händen, sondern auch den zum Speis. Lust auf eine kleine CD-Release-Party? Ja, was hat er gesagt? Überlegst dir noch mal. Ich habe nichts gesagt. Die neue Bestzeit von Dionysos hat sich echt rumgesprochen. Gibt es einen Grund dafür, dass du es nicht mit Hagen zusammen feierst? Dein Vater hat schon Tristan an die Musikbranche verloren. Er braucht dich. Vor allem jetzt, wo Sebastian ausgestiegen ist. Ich wünsche mir auch, dass der Streit zwischen Sebastian und Ludwig bald beigelegt ist. Das kannst du mir glauben. Sebastian hat Lydia niemals die gefälschten Informationen zugespielt. Ich kann nicht fassen, wie schnell Papa ihn fallen lässt. Aber es geht doch um Tanja.
Ludwig glaubt, dass dein Bruder unter ihrem Einfluss steht. Und du weißt, wie gut Tanja manipulieren kann. Und du hinterfragst das nicht mal? Das hat Sebastian echt nicht verdient. Bitte verzeihen Sie die Störung, Gräfin. Die Polizei ist im Haus und wünscht Sie zu sprechen. Es geht um Gräfin Nicola. Ja, ich komme gleich. Dein Vater macht sich sehr große Sorgen. Und eigentlich müsste er sich schonen. Ich bitte dich, Hagen. Halt ihm den Rücken frei. Ich weiß, dass du die Rennbahn nicht aufgeben möchtest. Aber als Geschäftsführer kannst du Aufgaben delegieren? Jetzt, da es auf die Zielgerade geht, muss ich vor Ort sein. Dein Vater erwartet von dir, dass du die Verantwortung übernimmst. Ich habe mich jahrelang von der Familie ferngehalten. Warum sollte ich Ihnen jetzt als Entscheidungsträger vorgesetzt werden? Mit diesem Angebot würdigt dein Vater deine Stellung in der Familie. Er sieht dich da, wo du mit deinen Kompetenzen eben hingehörst. An die Spitze. Mit diesem Angebot wird Hagen einfach nicht glücklich. Naja, die Kohle wird ihn schon trösten. Sein Platz ist nicht an irgendeinem Schreibtisch. Er braucht normale Menschen um sich rum, so wie euch. Oder dich? Natürlich fände ich es schade, wenn er nicht mehr dabei ist. Mir geht's ja nicht um das, was ich will. Dieser Job ist einfach nicht das Richtige für Hagen. Findest du nicht, das ist Hagens Entscheidung und die von deiner Schwester? Ja, genau deshalb werde ich mich auch jetzt raushalten. Versprochen. Sebastian, ich nehme an, wir sehen uns nachher auf der Sitzung? Ich werde mir deine Inthronisierung doch nicht entgehen lassen. Da ist noch nichts entschieden. Außerdem hätten wir alle ein Problem weniger, wenn du in die Firma zurückkehren würdest. Ich habe gute Gründe für meine Entscheidung, die dir auch bekannt sind, soweit ich weiß. Sebastian, ich glaube keine Sekunde, dass du etwas mit dem Kursverfall der Lahnsteinbank zu tun hast. Mit ihrem Kauf auch nicht? Und wenn schon, jetzt kannst du ja endlich wieder das tun, was du am besten kannst. Chancen nutzen, die dir einfach so hinterhergeworfen werden. Das ist Vaters Idee, nicht meine. Die Polizei ist wieder da. Elisabeth wurde zum wiederholten Male gefragt, wo Nicola ist. Du bist doch ihr und Philipps Anwalt. Was weißt du? Als ihr Anwalt stünde ich unter Schweigepflicht. Außerdem habe ich das Mandat niedergelegt. Du hast was? Die beiden sind auf der Flucht und haben jede Rechtshilfe abgelehnt. Ich kann nichts mehr für sie tun. Aber ihr beiden seid doch so ein Spitzenteam. Euch fällt bestimmt was ein. Arno hat recht, Nicola. Noch kannst du zurück. Glaubst du, er macht ernst? Er ist wie ein Vater für mich. Er will mich doch nur schützen. Er würde alles für mich tun. Wir brauchen als erstes ein unregistriertes Handy. Außerdem Geld und neue Papiere. Ich werde ein paar Freunde im Ausland kontaktieren und fragen, ob wir für eine Weile unterkommen können. Außerdem brauche ich Klamotten zum Verkleiden. Was? Glaub ja nicht, ich lass dich alleine gehen. Allein sind wir unauffälliger, Nicola. Es reicht, wenn sich einer in Gefahr bringt. Vielleicht hatte ich schon immer den falschen Beruf. Sei bitte vorsichtig. Versprochen. Arno, du bist schon angekommen? Ach, du bist noch gar nicht. Ja gut, ich habe die beiden in die Wohnung gelassen. Nein, Arno, du tust jetzt gar nichts, hörst du? Ich bin sofort da. Luca, ich muss sofort weg. Alles in Ordnung? Ja, ja, sie kümmern sich um alles, ja? Was? Du willst schon gehen? Das ist aber schade. Wenn ich gewusst hätte, dass du kommst, hätte ich meine Termine anders gelegt. Und? Was wollte dein Bruder? Sich ausheulen. Wie oft noch? Du brauchst Bündnispartner, vor allem gegen Ansgar. Solange mein Vater sich gegen mich stellt, ist die Firma für mich Geschichte. Wartest du jetzt darauf, dass Ludwig sich bei dir entschuldigt?
Hör mal, wenn du nicht aufpasst, dann hat er in Hagen den perfekten Ersatz für dich gefunden. Hagen wird sich nicht lange halten. Ach, und woher weißt du das? Du hast ihn seit Jahren nicht gesehen. Ich kenne meinen Bruder. Der hält das nicht durch. Sobald irgendwo Probleme auftauchen, packt er seine Sachen und haut ab. Das mit dem Rennstall funktioniert doch auch nur, weil er sich auf Dana verlässt. Guck mal, was gerade geliefert worden ist. Der ist für die Dionysos. Also eigentlich für dich. Jetzt wird er wohl eher ein Abschiedsgeschenk. Hilfst du mir auszupacken? Hagen, ich verstehe, dass du dich verpflichtet fühlst. Er ist dein Vater. Ich wäre der dritte Sohn, der ihn im Stich lässt. Und Ludwig ist krank. Entweder ich enttäusche Ludwig oder ich lasse Sebastian im Regen stehen, zum 2. Mal. Wenn du eh nicht das Richtige machen kannst, warum machst du dann nicht das, was du willst? Man kann die Schuld nicht ewig tragen. Wie konntest du sie in die Wohnung lassen, Charlie? Ja, wäre es besser gewesen, ich hätte sie auf der Straße stehen lassen? Arno, Nico ist erwachsen. Sie hat sich für Philipp entschieden. Und sie liebt ihn bedingungslos. Romantisch. Eine große Liebe, leider auf der Flucht erschossen. Charlie, ich habe Nico 1 Stunde gegeben, sich der Polizei zu stellen. Arno. Sie rennt in ihr Unglück. Nico kämpft so lange schon um ihre Liebe zu Philipp. Du musst sie jetzt ihren Weg gehen lassen. Sentimentaler Quatsch. Ach, und du bist so vernünftig, ja? Wenn du die Polizei rufst, was passiert dann? Hast du das mal mit allen Konsequenzen durchdacht? Mach auf, ich bin's. Ich bin nicht weit gekommen. Überall Polizei. In jeder Zeitung ist mein Bild auf dem Titel. Oh, das war ja zu erwarten. Am Kiosk hat mich ein Typ so komisch angeschaut. Ich dachte, das war's. Er weiß alles. Dann fragt er mich, ob ich im Kegelverein von Harry bin. So kommen wir nicht weiter. Wir brauchen ein Auto. Leihen können wir uns keins. Aber Tristan, Nein, das ist viel zu gefährlich. Am Schloss wimmelt es bestimmt vor Polizei. hast du eine bessere Idee? Was ist mit Andi? Andi? Ja, ist auf jeden Fall nicht so auffällig, als wenn Tristan sich jetzt ein Auto leiht. Also Andi. Ja. Und wie erreichen wir ihn? Wenn ich jetzt mein Handy einschalte, dann kann uns doch sofort die Polizei outen. Arno, du musst loslassen. Nico ist jetzt für sich selbst verantwortlich. Das musst du akzeptieren. Arno, bitte. Ruf nicht die Polizei. Sie ist für mich wie eine Tochter, Charlie. Wenn ihr etwas zustößt, ich fühle mich schuldig. Erwartest du jemanden? Ja? Kriminalpolizei Düsseldorf. Wir haben da ein paar Fragen an Sie. Ich hab's mir nicht nehmen lassen, für die Übergabe noch etwas vorzubereiten. Hagens Vertrag. Sozusagen meine letzte Amtshandlung. Termin zum Genießen. Solltest du nicht um deine Mutter trauern? Die Polizei hat gerade noch mal angerufen. Sie haben immer noch keine Spur von Nico. Wo bleibt Hagen? Oh, endlich. Dann können wir ja anfangen. Tut mir leid, dass du warten musstest, aber ich hatte noch etwas Wichtiges zu erledigen. Was kann ich dir bringen? Ein Wasser bitte. Gerne. Danke. Für Hagen. Jetzt ist es gleich offiziell. Ich bin so aufgeregt, als hätte ich selbst gleich eine Premiere. Bitte schön. Dankeschön. Ist Hagen auch so aus dem Häuschen wie du? Naja, anfangs hat er ein bisschen mit sich gehadert, aber immerhin bekleidet er ja bald einen Posten mit immenser Verantwortung. Und ich glaube, seinem Vater ist das sehr wichtig.
Das klingt ja fast so, als würde er von 2 Seiten erpresst. Ich habe ihn vorhin auf dem Gestüt getroffen. Also glücklich hat er nicht gerade gewirkt. Naja, es läuft eben nicht immer alles nach Lust und Laune. Hagen und ich, wir wollen heiraten. Wir wollen auf Königsbrunn Wurzeln schlagen. Aber es ist ein sehr großes Opfer für ihn. Ach komm, man muss Männern eben manchmal auf die Sprünge helfen, damit sie glücklich werden. Lahnstein Enterprises braucht einen neuen Geschäftsführer und Hagen wird diese Aufgabe übernehmen. Und dabei sicherlich genauso erfolgreich sein wie sein Bruder. Wir sind ein Familienbetrieb mit Tradition. Und es ist üblich, dass der Älteste die Geschäfte weiterführt. Hagen, ich freue mich, dass du es dir anders überlegt hast. Willkommen zu Hause, mein Junge. Warum machst du dann nicht das, was du willst? Man kann die Schuld nicht ewig tragen. Ich danke dir für dein Vertrauen, Vater. Aber warum soll der Zweitbeste den Job machen, wenn der Beste daneben steht? Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit. Es tut mir leid, ich muss absagen. Ich kann die Geschäftsführung nicht übernehmen. Andi nimmt nicht ab. Verdammt! Die Polizei war bei uns. Und? Ich habe sie abfilmen können. Das heißt aber nicht, dass ich einverstanden bin. Ihr macht einen Riesenfehler. Arno, bitte. Es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis Sie hier auftauchen. Mein Gott, was habt ihr euch nur dabei gedacht? Das soll es also jetzt sein, ja? Ein Leben lang auf der Flucht. Mein Gott, Nico. Habe ich dir denn überhaupt nichts in all den Jahren vermitteln können an Vorsicht, an Arno! Besonnenheit? Nico hat es verstanden. Du siehst toll aus. Für dich. Zur Feier des Tages. Und wer weiß, in der nächsten Ausgabe stehst du bestimmt auch mit drin. Ganz sicher nicht. Du hast den Posten nicht angenommen? Nein, das habe ich nicht. Diese ganzen Menschen, Manager, Vorstandsvorsitzende, das bin ich nicht, Marlene. Und das will ich auch gar nicht sein. Außerdem will ich nicht in die Schusslinie von Sebastian und Ludwig geraten. Du ziehst dich aus der Verantwortung. Geht's darum? Nein, es geht darum, was ich mit meinem Leben anfangen will. Dieser Diamant ist der erste Diamant, den ich selbst gefunden habe. Es war ein unfassbares, unbeschreibliches Gefühl. Und ich weiß nicht warum, aber es hat irgendwie Klick gemacht. Ich wollte mehr, es hat meinen Ehrgeiz geweckt. Und genauso ging es mir, als ich das Projekt mit dem Rennstall aus dem Boden gestampft habe. Aber dein Vater hat sich auf dich verlassen. Ach, wenn er über seinen Schatten springt und sich mit Sebastian aussöhnt, dann hat er den besten Geschäftsführer, den er sich wünschen kann. Er braucht mich nicht. Diese Entscheidung fühlt sich verdammt gut an. Und eigentlich habe ich sie nur Dana zu verdanken. Dana? Durch sie ist mir klar geworden, dass ich im Begriff war, einen riesigen Fehler zu begehen. Am liebsten würde ich meine Reise nach Marseille zu Susanne und den Kindern abblasen, nur um zu sehen, dass sie hier gut wegkommt. Auf gar keinen Fall, Arno. Du hast schon genug für uns getan und ich will dich da gar nicht weiter mit reinziehen. Außerdem, vielleicht wirst du ja überwacht. Das ist viel zu riskant. Das ist jetzt auch schon egal. Mitschuldig bin ich inzwischen längst. Weiß die Polizei von deiner Reise?
Ja, Was siehst du? Sie würden auf jeden Fall Verdacht schöpfen, wenn du jetzt nicht fahren würdest. ja, natürlich. Aber woher weiß ich dann, dass ihr... Arno, ich bin ja auch noch da. Arno, du wirst immer bei mir sein. Shirley, wir gehen. Pass auf sie auf. Versprochen. Noch fleißig. Und bei dir? Ich dachte, ihr wolltet feiern. Ja, später. Sag mal, Hagen und du, sprecht ihr auch manchmal über persönliche Dinge? Wie persönlich? Naja, zum Beispiel seinen Ausstieg bei Lahnstein Enterprises. Das kommt gelegentlich vor, ja. Und welcher Teufel hat dich gelegentlich geritten, ihm diese Chance auszureden? Das habe ich doch gar nicht. Komm schon, wir spielen nicht die kleine Schwester. Hagen hat deinetwegen das Angebot seines Lebens ausgeschlagen. Das heißt, er fängt nicht als Geschäftsführer an? Nicht nachdem du ihm das erfolgreich ausgeredet hast. Aber ich bin doch nicht verantwortlich für seine Entscheidungen. Er weiß selbst am besten, was er tut. Und wieso legst du überhaupt so viel Wert darauf, dass er Geschäftsführer wird? Ja, weil das die Chance im Leben ist, die man einfach nicht ausschlägt? Ja, für dich vielleicht. Aber das ist nicht das, was er will. Natürlich. Du kennst Hagen ja so viel besser als ich. Aber das ist nicht deine Beziehung, sondern meine. Also halte dich an Tristan. Messer scharf. Hey, wir treffen uns gleich mit ein paar Jungs vom Fußball und wollen ein bisschen um die Häuser ziehen. Wenn du Lust hast, kannst du mitkommen. Vielleicht ein andermal. Aber ich habe schon ein Date. Man kann nicht überall den ersten Preis abräumen. Manchmal muss man sich die großen Siege auch aus dem Kopf schlagen. Das heißt aber nicht, dass man auf die Feier verzichten muss. Ab und zu reicht es schon, das Team zu wechseln. Sie werden bereits erwartet. Wie war das mit der CD-Release-Party? Wolltest du nicht mit? Was ist das denn für eine Frage? Dann wünsche ich schon jetzt einen schönen Abend. Ich dachte mir, wir könnten vielleicht da weitermachen, wo wir vor ein paar Tagen aufgehört haben.